Insekten, werden sie als neue Waffe verwendet? Aus aktuellem Anlass heute dieses Thema. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Wenn dir der Beitrag im Anschluss gefallen hat, gib mir doch ein Like und abonniere meinen Kanal. Bevor wir richtig loslegen mit dem heutigen Thema, möchte ich mich ganz kurz bei den Spendern des Segensprojekts bedanken. Gespendet für das Projekt Schutzschirm für Europa hat Ralf Übing, Helga Götze, Inge Zangerl, Rosemarie Konang, Egon Bonet, Rosemarie Reif, Egon Bonet nochmals, Herbert Wasserbauer, Heidi Rist, Sigrid Heinisch-Rauschen, Johann Kranz, Silvia Britzel und Angela Schwenen. Ich danke euch ganz herzlich, denn nur mit eurer Hilfe, in welcher Form auch immer, kann dieses Projekt gelingen. Und ihr Lieben, wir sind gut vorangekommen. Ihr habt mitgeholfen, dass wir jetzt eine Kugel in Rom haben. Tatsächlich ist sie auch schon angekommen und schon aktiviert. Ich habe schon kurz darüber berichtet, dass ganz eine liebe Bekannte von mir extra auf eigene Kosten, ich danke dir dafür, nach Rom gefahren ist, nur zu diesem Zweck eine Nacht geblieben ist, die Kugel überbracht hat und aktiviert hat. Sie ist jetzt in einem wunderschönen Garten, den man auch besichtigen kann. Sie wird sogar ein Schild bekommen. Der Hüter der Kugel wird das sogar mit einem Schild, mit Segenskugel versehen. Das werden dann auch viele Leute anschauen können. Also ganz eine tolle Sache. So, danke dir. Die nächste Riesenkugel ist auch schon angekommen und zwar in Gröna-Hög. Wir waren letzte Woche in Schweden. Hier ist ein besonders wunderbarer Platz. Die Familie ist ausgewandert vor über 10 Jahren, hat ein kleines Paradies geschaffen, rundherum Wälder. Es war so traumhaft schön und danke an euch, ihr zwei lieben Seelen. Wir durften dort auch wohnen. Es ist Premiere, dass wir bei den Hütern der Kugel auch wohnen konnten. Und Helga hat sich auch Zeit genommen. Sie hat Urlaub gehabt, hat mit uns auch Ausflüge gemacht. Also wir waren da ein paar Tage und konnten auch einmal ein bisschen entspannen in dieser unberührten Natur. Was mir so gefallen hat, diese Wälder so mit den dicken Moosschichten und es war einfach wie Märchen. Also es war wunderschön und genauso einen schönen Platz hat auch die Segenskugel gefunden und Helga wird sich da auch sehr, sehr gut drum kümmern. Auch in Norwegen sind 2 Kugeln angekommen und das Projekt schreitet mit Riesenschritten voran. Wenn ihr dieses Video hört, da ist es dann Mittwoch wieder und da sind wir dann schon in Finnland, wo die nächste Riesenkugel und eine weitere Kugel platziert werden. Dann haben wir die skandinavischen Länder abgedeckt. Also danke an euch alle, dass ihr da mitgemacht habt. Wir kommen, wie gesagt, mit Riesenschritten voran. Doch wir sind noch lange nicht fertig. Ich brauche bitte noch Hilfe von euch und zwar Standort Salamanca, da haben wir noch keinen Platz. Limoges habe ich gestern die Zusage bekommen, auch für Limoges in Frankreich haben wir jetzt einen Platz. Salamanca brauche ich noch und Polen steht an. Idealer Standort wäre Lodz. Das ist ungefähr in der Mitte, westlich von der Hauptstadt. Dort wird man eine Riesenkugel hinbringen und ich habe jetzt auch jemanden, der würde sogar extra hinfahren und die Kugel hinbringen. Da bräuchte ich aber den Standort bis Mitte September. Also bitte kniet euch dahinter, wenn ihr jemanden kennt, klärt das ab, denn wir hätten jemanden, der hinfährt und die Kugel hinbringt. Also bitte, die 2 Standorte wären jetzt wichtig. Wir fahren Mitte September nach Salamanca, fliegen nach Salamanca
und da bräuchten wir noch einen Standort. Also das wäre dringend und Polen wäre jetzt dringend, diese 2 Standorte. Italien ist großteils abgedeckt. Ich habe jetzt auch für die eine Kugel, wo wir noch einen Platz brauchen in Sizilien, eine Zusage bekommen, warte gerade auf die Adresse. Das wäre dann erledigt. Aber in Süditalien, unten an der Schuhspitze, Raum Tropea, würden wir noch einen Platz für eine kleine Kugel brauchen. Wenn ihr da jemanden kennt, bitte Adresse eruieren, die Person darüber informieren. Ihr wisst ja, auf meiner Homepage L3ORAT gibt es auch eine Beschreibung auf Italienisch, die könnt ihr ja dann mitschicken, damit die Person weiß, worum es geht. Und wenn ihr dann das okay habt, schreibt mir die Adresse. Die erste Adresse wird genommen und dort würde dann nach Rückkunft von Finnland, wenn wir zurück sind, würde ich dann sofort die Kugel verschicken und dann wäre ganz Italien abgedeckt. Also, wie ihr seht, wir kommen gut voran. Die Löcher schließen sich mehr und mehr und ich denke, bis Mitte, Ende Oktober sollten wir es geschafft haben, dass wir Europa abgedeckt haben. Doch nun geht's los mit unserem heutigen Thema. Ihr werdet euch fragen, warum Insekten als Waffe? Was ist da? Und ja, ich habe mich sehr gewundert, als ich den Anruf von einer lieben Freundin bekommen habe und sie sagte zu mir: „Du, es geht etwas Eigenartiges in unserer Gegend vor sich.“ Einige von ihren Bekannten, und das waren wirklich ganz schön viele, sind gestochen worden von Wespen. Und ihr wisst, da bekommt man eine Schwellung, ist unangenehm, aber das war's auch dann schon. Und von ihren Bekannten haben sogar 2 ins Spital müssen, riesig angeschwollen, verfärbt, mit Herzbeschwerden sogar. Und dann sagte sie, auch sie ist dann gestochen worden, total aggressiv, diese Wespe oder Erdwespe. Und, sie hat richtig gespürt, wie das so metallisch eingefahren ist in ihren Körper und auch bei ihr bis zum Herz gegangen ist. Sie arbeitet selbst energetisch sehr gut und hat dann sofort begonnen, auszuleiten, die Gifte auszuleiten, energetisch das rückgängig zu machen. Doch die Schwellung ist ziemlich heftig gewesen und sie hat das gespürt und drum hat sie mich dann um Hilfe gebeten. Und mir ist das dann komisch vorgekommen, weil bei uns in der Gegend war nicht so und ich habe auch von sonst niemanden, davon gehört, dass das so gehäuft und so aggressiv ist. Ich habe mich dann hingesetzt und habe gechannelt und da ist als Antwort gekommen: „Ja, in dieser Gegend wurde ein Experiment gemacht. Da wurde eine Anzahl von Insekten ausgesetzt mit einer speziellen Programmierung, mit einer Veränderung, einer genetischen Veränderung und das löst so arge Reaktionen aus.“ Ich habe dann gefragt: „Was kann man dagegen machen?“ Und jetzt horcht bitte gut zu, schreibt es euch auf, denn das könnte in Zukunft vielleicht noch sehr aktuell werden. Also grünen Tee trinken für mehrere Tage, grünen Tee und in den Tee hinein eine Zitronenscheibe oder 2. Sollte nicht nur Zitronensaft sein, denn auch in der Rinde, also in der Schale der Zitrone, ist da etwas drinnen, was in Verbindung mit dem Grüntee diese Gifte, diese aufmodulierten Programme auflöst. Meine Freundin hat dann ein paar Tage den Grüntee getrunken und es ist dann alles wieder gut geworden, auch nach dem Ausleiten natürlich, hat auch geholfen. Also, wenn ihr so einen Insektenstich habt, wo ihr das Gefühl habt, das ist jetzt ein richtig vergiftetes Tier, dann bitte, merkt euch das und zu den Maßnahmen, die ihr sonst macht, wenn ihr einen Insektenstich habt, macht das noch dazu, damit dann auch kein Gift zurückbleibt.
So, wir werden da aber heute ein bisschen tiefer in diese Thematik eintauchen. Ihr habt wahrscheinlich viele von euch haben wahrscheinlich ja auch von diesem Experiment gehört von Bill Gates, der da 1 Billion Moskitos in Florida ausgesetzt hat, die genetisch verändert sind. Die sollen sich dann mit den anderen Moskitos kreuzen und so die Malaria ausrotten. So, das ist der offizielle Plan. Doch die Frage ist, ein genetisch verändertes Tier, kann das wirklich Gutes bringen? Was passiert, wenn so ein genetisch verändertes Tier einen Menschen sticht? Was passiert mit unserer DNA? Und wie ihr wisst, so ein kleines Moskito kann ja oder auch ein anderes Insekt kann ja ziemlich arge Krankheiten übertragen. Also kann es auch fremde Gene einschleusen sozusagen. Die Bill Gates Stiftung sagt, das ist harmlos für den Menschen, wenn er gestochen wird. Außerdem stechen diese genveränderten Insekten nicht. Äh, ja, das ist die offizielle Ansage sozusagen. Wir werden jetzt Amira fragen, was es mit diesen genetisch veränderten Moskitos auf sich hat, aber auch generell mit diesen Versuchen, die mit Tieren, Insekten generell gemacht werden. Was steckt dahinter und wie schaut die Lösung aus? Gut, liebe Amira, ich übergebe dir das Wort. Ich möchte euch aufs Allerherzlichste begrüßen. Dieses Thema ist insofern relevant, da diese Bemühungen und diese Bestrebungen bestehen, Insekten als, so wie du es vorhin gesagt hast, als Biowaffe einzusetzen. Man kann mit diesen Insekten natürlich spezielle Informationen, Genveränderungen in die Bevölkerung bringen, aber auch Krankheiten verbreiten. Diese Experimente, was gemacht worden sind aber nicht ganz so gut verlaufen, wie sich die Forscher oder diese, ich will jetzt keinen Namen nennen, diese Personen das vorgestellt haben. Also, es hat sich zum Glück nicht, als so effektiv erwiesen, wie sie gehofft haben. Dieses Florida-Experiment ist großteils gescheitert von Seiten der Betreiber aus, sage ich einmal, denn es haben in Amerika viele energetische Gruppen, auch schamanische Gruppen, die verschiedensten Gruppen mithilfe von uns, mit Hilfe von Engeln daran gearbeitet, dass hier nichts passiert, dass hier das Schlimmste vermieden werden kann. Also, hier braucht ihr jetzt, was das Experiment anbelangt, euch jetzt keine größeren Sorgen mehr machen. Generell ist das Thema aber schon brisant oder aktuell, denn diese diese Versuche gehen weiter. Man macht jetzt Versuche mit anderen Tieren, größeren Tieren, eben wie Wespen. Hier werden spezielle Züchtungen gemacht, die auch im Erbgut verändert sind. Die sind aggressiver
und werden dann mit speziellen, ähm, Substanzen, ja, versehen. Diese diese Experimente werden in kleinen lokalen Gebieten gemacht und hier hier schaut man dann, wie, die Tiere reagieren, wie es sich auswirkt. Durch die digitale Vernetzung der Spitäler, wo diese Betreiber der Experimente auch Zugriff auf, äh, Patientenakten haben, schauen sie dann nach, ob in diesen Gebieten, vermehrt Menschen eingeliefert worden sind, wie der Verlauf ist. Und diese Personen stehen dann unter Beobachtung sozusagen. Es ist richtiges Experiment an Menschen, das da im Moment läuft, aber wie gesagt, sehr lokal begrenzt und, dieses Projekt ist jetzt in den Kinderschuhen. Man überlegt, ob man da nötigenfalls dann auch auf größeren Gebieten das ausdehnen könnte, ob man da spezielle Informationen auch übertragen kann. Ähm, Wie reagiert der Körper, wenn er mit diesen Giften, mit diesen aufmodifizierten Giften in Berührung kommt und so weiter. Aber diese Experimente sind mal angedacht, sind wirklich noch in den Kinderschuhen und, wir sind da jetzt wirklich dabei, dass wir da eingreifen, dass wir da, dafür sorgen, dass das nicht in größerem Stil gemacht wird. Also, da sehe ich jetzt nicht diese große, Bedrohung drinnen. Amira, ich habe eine Frage. In unserer Gegend sind ja überall schon die Segenskugeln. Warum haben diese Erdsegenskugeln, das nicht verhindert, dass in diesem kleinen Gebiet da diese Insekten so giftig sind? Das würde mich persönlich jetzt interessieren. Der Erdsegen braucht seine Zeit, um zu wirken, und wenn im Labor, gezüchtete Insekten freigelassen werden und in einem Gebiet ausgesetzt werden, innerhalb kürzester Zeit dann auch Menschen stechen, dann dann ist dann hat die Kugel noch nicht die Zeit gehabt, da einzugreifen. Die Insekten, die jetzt noch da sind von dem Experiment, sind aber schon von diesen Kugeln, von dieser Energie, ähm, erfasst sozusagen, und die Gifte sind großteils mittlerweile neutralisiert. Also, deine Freundin wird dir jetzt von keinen weiteren Fällen mehr, berichten. Also, die wirken, aber im ersten Moment, wo diese im Labor gezüchteten Tiere ausgesetzt werden, können die Kugeln natürlich nicht so schnell reagieren. Das heißt, Amira, wenn da jetzt großflächig ein Experiment gemacht würde, nach ein paar Tagen wäre das Problem auch entschärft. Ja, so könnte man das sagen. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr auch diese Erdheilungsmethode lernt, dass ihr die Kugeln unterstützen könnt. Da könnte dann auch zusätzlich, wenn ihr von so einem Fall hört, von so einem aggressiven, Insekt oder mehrere in einer Gegend, da könnte dann die Kugeln unterstützen mit dieser, Erdheilungsmethode, die ich dir da gesagt habe. Das ist fein. Ich danke dir, liebe Amira. Ich werde jetzt vermehrt versuchen, dass Menschen, die schon so weit sind, die bereit dafür sind, das zu lehren, damit wir da auch in den Gebieten, wo Hilfe Not ist, dann wirklich auch eingreifen können.
dass wir da dagegen arbeiten können und die Kugeln unterstützen können, die Erdsegenskugeln. Hast du da zu diesem, Thema noch etwas zu sagen, Amira? Generell wird ja an chemischen Waffen experimentiert und gearbeitet. Das wird natürlich ständig weiterentwickelt, aber auch hier gilt, innerhalb kürzester Zeit wird das unschädlich mit diesem Segensprojekt und gerade ihr in den Ländern, wo so eine Dichte ist von den Segenskugeln, seid da ziemlich sicher, nur das erste Auftreffen oder der erste Tag wäre vielleicht kritisch in der Gegend, wo es passieren würde, weil die Kugel eben eine gewisse Zeit braucht, um das zu reinigen und aufzulösen, diese Gifte und Energien. Kann man generell sagen, Amira, dass auch alles, was über Chemtrails kommt, je nachdem, wie dicht oder welche Chemtrails das sind, ein bisschen braucht die Kugel halt, damit das aufgelöst wird, aber das wird dann vollständig transformiert. Könnte man das so sagen? Ja, im Großen und Ganzen könnte man das so sagen. Die Kugel kann wirklich alle Gifte reinigen, aber je dichter die Konzentration von Giftstoffen in Erde, Luft, Wasser ist, umso länger braucht die Kugel, beziehungsweise je dichter, je mehr Kugeln es gibt oder je mehr Menschen energetisch mitarbeiten, umso schneller kann es aufgelöst werden. Gut, das verstehe ich, Amira. Das heißt, wir bleiben dran, wir unterstützen das auch mit energetischer Arbeit und wir werden da weiterarbeiten und dranbleiben. Gut, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, liebe Amira, für diese Informationen und auch dafür grüner Tee, Zitrone. Wir werden es uns merken, dass das speziell bei aggressiven Insektenstichen hilft. Danke dir. So, ihr Lieben, ich denke, das ist eine gute Information, denn jeder hat schon einmal einen aggressiven Insektenstich gehabt, egal ob der jetzt ein genmanipulierter war oder wirklich ein Insekt, das mit ganz argen Umweltgiften in Berührung war. Also ich denke, diese Information kann jeder brauchen und ist sicher hilfreich, wenn man weiß, man hat etwas, wenn es einen wirklich einmal trifft. Da möchte ich euch noch eine wichtige Information geben. Vor etlichen Jahren habe ich einen argen Insektenstich gehabt und das war eine schwarzmagische Sache. Ich war einem schwarzmagischen Angriff ausgesetzt und dieses Insekt hat so ein arges Gift gehabt, dass mein ganzer Arm schon angeschwollen war und der ist schon blau geworden, so fast ins Schwarzgehende. Und ich dachte: „Na ja, lange kann ich nicht mehr warten, jetzt muss ich dann ins Spital." Es war schon gruselig. Und dann habe ich gesagt: „Bitte helft mir doch. Es muss doch etwas geben, dass diese schwarze Magie, in Verbindung mit diesem Gift von diesem Insekt, dass es da etwas gibt." Und dann ist mir etwas gesagt worden, die Schachbrettblume. Ich habe dann nachgegoogelt, die gibt es wirklich, eine schöne Pflanze und ich habe dann nur energetisch mir die Information, also Informationsstrahl der Zentralsonne, nimm die Information der Schachbrettblume auf und strahle sie in meinen Arm ein. Und das habe ich dann im 30 Minuten Takt gemacht und innerhalb von Stunden ist die Schwellung dann zurückgegangen und ist abgeklungen. Also solltet ihr mal etwas haben, wo ihr sagt, das ist auch eine energetische Sache dahinter, dann bitte denkt an die Schachbrettblume und den Informationsstrahl der Zentralsonne. So könnt ihr dann auch das in den Griff bekommen. Aber die Insektenzeit ist bald vorbei. Der Herbst nähert sich mit Riesenschritten
Und ja, schauen wir, was uns dieser Herbst bringt. Ich bin guter Dinge, dass wir das Schlimmste abwenden können mit unserem erwachten Bewusstsein. Und ich bin neugierig, was uns Amira die nächste Woche erzählt. Für heute alles Liebe und sei glücklich!